Und weiter geht's hier vom Fargo Tower. Das Ding taufen werden. Spielsound hätte ich auch noch gern. Danke sehr. Ja, dann wollen wir mal schauen. This doesn't add up. Sobek couldn't have been my mother. She lived ages ago. All this searching and I'm still no closer. That's your reaction to everything you've just learned? To whine like a spoiled child? You should really try talking that way to me face to face. As you wish. Do you really have no idea how monumental are the discoveries you just made, Aloy? I expected more of you. So, you have a face. Got a name to go with it? Of all the questions you could ask right now, that's the one you choose. I've spent decades searching the ruins of the old ones, trying to solve the mystery of what happened to them. For years, I've suspected that Pharaoh robots destroyed this civilization, but I could never confirm it. And in minutes, you uncover more ancient knowledge than I have in a lifetime, and what you want to know is my name. Silence. That's my name. Now, why don't you try asking another question? Something less trivial. I see a point. All right, Silence. You've made your point. I came to these ruins hoping to learn more about this Elizabeth Sobek. And I have, but I still don't understand my connection to her. Or why the Eclipse is trying to kill me. Or who Hades is. No answers, just one question after another. Exactly. Which is why it's time to expand your frame of inquiry. Only then will you see just how big your problems really are. What exactly are you talking about? You've chased a personal riddle into a crowd of larger mysteries. The common thread is your connection to Elizabeth Sobek. But what is that connection? She couldn't have been my mother if she lived centuries ago. We don't know the connection yet. The only way to find out is to keep going, to keep making discoveries. Thanks to you, we've only just now learned that Pharaoh robots once threatened to end life on Earth. But it didn't happen. The Old One's civilization was destroyed, but life was saved. Obviously. So, what did Elizabeth do? How did she stop the robots before all was lost? What was Project Zero Dawn? Exactly the question. Now, are you ready to go get the answer? Of course I am. Then why are you still standing here? Schauen wir mal. Not so fast, Silence. You've got some explaining to do. I've told you quite enough. If you still got questions, be quick about it and stop wasting my time. Danke. Es gute Hades. So far as I can tell, the Eclipse are just following orders. It's Hades who wants me dead. Who is he? I don't know. The Eclipse described him as a buried shadow, some kind of devil. That thing that spoke to me outside, that made that focus explode. That was Hades. It didn't seem like a person or a machine. More like a phantom. With a terrible voice. All that's certain is that he wants you dead. Because of my connection to Elizabeth. Has to be. Hades is using the Eclipse to resurrect Pharaoh robots. But if Elizabeth found a way to stop them centuries ago, if she made special weapons, maybe Hades is worried I'll do the same thing. In some of the ancient data I've recovered, there are hints of so-called super weapons being developed. Maybe to stop the robots, the civilization of the old ones had to destroy itself. Now if that's enough talking, be on your way. Oh no. I'm just getting started. You've been getting a free ride on my focus, risking nothing while I risk everything. All I have to do is take this thing off my head, and you'll be blind, deaf, and dumb. So quit complaining and answer my questions. Very well. Proceed. Oh yes, der war geil. Gut. So, schauen wir mal.
Fargo Robots fragen wir nicht. Irgendwie interessiert mich das weniger. Intentions. Who are you, Silence? And what are your intentions? You really need to make this personal. I'm a lone wanderer who left his tribe behind a long time ago. An explorer of forbidden places, a searcher of lost knowledge. Exactly as I said. Why do you know so much about the eclipse? I happen to know a lot about a lot of things. If what you're really asking is whether I work for the Eclipse or anyone else, I don't. I am nothing if not independent. Okay. Is there any chance that Elizabeth Sobek could still be alive somehow? It's highly unlikely, but not impossible. Some of the ancient data I've recovered includes mentions of life extension techniques. Pharmaceuticals mostly, an ancient word for medicine. But some were still trying to perfect ways of freezing and unfreezing people. Freezing and unfreezing people? Cryogenics, they called it. But there were problems with it. Given Elizabeth's technological acumen, I can't definitively rule out that she found a way to make herself immortal. But this is speculation. Wasting time. Okay. Elizabeth told Ted Faro she was headed for a place called US Robot Command to tell people about Zero Dawn. The place still exists as a ruin. The Asaram call it the Grave Horde. Grave Horde? Cheery name. You'll find it in the eastern mountains, buried under the tangled coils of a metal devil, or a BOR-7 Horus, rather, as we're learning to call them. I'll contact you when you get there. I can't wait. Jetzt versteh's. Diese riesigen... Oh, nicht falsch. Karte. Jetzt versteh's. Diese riesigen Metallkonstrukte. Das Teil da ist ein Horus. Da unten ist nämlich noch ein Horus. Das ist ein Horus. Und es mir sollte noch irgendwann verbuddelt sein. Das sind die Horus. Your manners had better be improved. Macht Sinn. Und da die mit Panzer angegriffen wurden, macht Sinn. Getting down will be a lot faster than getting up, at least. US Robot Command next. Es macht so unglaublich viel Sinn auf einmal. Genial. Gut. Juhu. Naja. So oder so. Holen wir da raus. Und... Auch schon fast da gewesen. Also zu einem Campfire. Nice. Also das sind die Horrors. Diese riesigen Crisis-Viecher. Und sagen wir ehrlich, das sind große Crisis-Viecher. So, und während er da ladet, wir ihm mal ein Video geben. Impfen noch ein bisschen. Ja, was soll's. So. Berichter Maschine in der Gegend. Ach so. Clean Talks. Mistviecher halt. It's not getting any warmer out here. So. Dinge, die ich brauche. Heilkräuter. Und zwar viele davon. Was ist das Zeug? Flinthawks gehen mir echt am Nerv. Sie sind nicht wirklich sehr stark, aber sie sind sehr, sehr nervig. Ja, da hat es die ganzen Panzer zerschroben. Jetzt wissen wir endlich, was das für ein Monstrum von einer Kreatur ist. Oder von einer Maschine. Das ist ein Horus. Das sind im Endeffekt Support-Plattformen, gigantische. Die Frage ist, haben die schweben können? Weil wenn die Schweden haben können, Schweden. Wenn die schweben haben können, dann, ja. Ist das durchaus scheiße, ne?
always use these. Einfach mal das Ding an. So, dann. Eclipse. I'm not showing any focuses at that location. Shouldn't be anything you can't handle on your own. Carry on. Thanks. On my own, all right. Und weg. Anyone take a look at this corpse? Ah! Over here! Von Holz so. Und weg sind sie. Live-Kraut war er zum Glück gewesen. Auch Kraut. Warum filmen wir einfach nicht einfach grünes, rotes und gelbes Kraut ein? Wisst ihr, bei diese Horrors sind riesige Maschinen gewesen, ne? The grave hoard. And the shadow of a metal devil. Great. Mhm. Und jetzt ist convenient das Eis weg. Echt jetzt? Eisfrog. Bevor wir da reingehen. Wollten wir nicht. Komm schon, Karte. Du schaffst das. Wollten wir da nicht vorher da irgendwo rein? Moment. Wo ist der Unterschlupf? Wo war das Ding? Das werde ich vorher nämlich machen. No, Hunting Grounds. Wo war das Ding? Wo war das Teil mit den zwei Power Cells? Das machen wir nämlich vorher noch. Damals. Da wollen wir hin, genau. Das brauchen wir vorher noch. Ich finde jetzt an, wo man dann das entdeckt hat, ist die Story wirklich so. Die Story war so richtig gut, dann bist du hin, dann ist sie langsam abgeflacht und jetzt dann ist sie wieder voll angelaufen. Also das ist lässig. So wie soll ich sagen, vom Tragikgrad oder von dem, wie die Story halt so rüberkommt, finde ich, ist es wirklich cool gewesen. Also jetzt rauf und dann wieder runter. Nice. Schon Ladeanimation, du schaffst es. Come on! Was? Need fewer ropes to tie on when you get a more expensive variant of the ropecaster like a shadow ropecaster. Das macht da total Sinn, nur weil es teurer ist, ist besseres Seil drin oder wo. Ups. Yay, Live-Kraut. Bin jetzt so verkehrt. So, wie schaut's da aus? Irgendwo da ging's hin, ne? So. Da geht's runter. Das ist Erdloch. Wäre cool, dass sie uns so lange haben umzappeln lassen, bis wir dann endlich da reinkommen. Wo war denn da das? Da war's. Da war's. Perfekt. Paddeln wir da hin. Ja. Genauso habe ich mir das auch vorgestellt. Oder so. So. Und die auch noch offen. These two. It's some kind of code. Maybe there's a clue nearby.
plus plus. And counterclockwise. Maybe there's some more 88. information nearby. Something that will tell me. Looks like each dial has 4 positions. Maybe if I get each dial in the right position. Ändert sich dann irgendwas? Frage ist ja, vielleicht gibt es da irgendwo ein Bild oder so dafür? Ach. Wilderness Progress. Mhm. Na? Nee. Rätsel da schon. Red light. I'm not getting in. I think the old ones use numbers like this to indicate time. Rätsel da. Blast or heavy shielded. Ist aber nichts dran, oder? Man kennt das Brute Forcen versuchen, aber glaub. Besser damit bedient, kurz einmal das gute Internet zu befragen, und zwar wie man das Rätsel löst, nicht unbedingt die Rätselslösung. Ganz schnell mit aufmachen. Ist das schon das Internet? Das ist auch schon das Internet. Als das Internet gefunden haben. So. Sun Zero Down. Door. Restore power to the bunker door. Schauen wir mal, was das Rätsel sagt. Solution. How to solve the puzzle. We'll see different times of the written items. There are 2 holodeck puzzles you have to solve under the Ultra Wave Air Armor. You also need to grab 5 power cells because solve them. Scan a box. The first one will see different times written in different. Ja, sind 5 verschiedene Zeiten. 12 Uhr, 15 Uhr, 18 Uhr, 21 Uhr. Moment, das ist das Rätsels Lösung. Ha! Die Zeiten. 12 Uhr ist nach oben. Also, was meinen? So, 12 Uhr ist nach oben. Letzte ist 0 Uhr. Das ist. Ja, letzte 0 Uhr ist ebenfalls nach oben, weil 12 und 0 ist ja das gleiche. Dann haben wir 18. Warte mal, 12 Uhr. So, 15 Uhr ist 3 Stunden später. Das heißt, das steht schon richtig. 18 Uhr ist also 6, also unten. Das mittlere muss nach unten. 21 Uhr ist 9, das heißt, es muss noch eins weiter. Die Antwort ist falsch. Wo ist diese Antwort falsch? Moment. Schauen wir nochmal nach. Warum ist es falsch? Up, right, down, left, up. Up, right, down. Ah, wir haben es in die falsche Richtung gedreht, wir Vollidioten. Did it.
Das macht durchaus mehr Sinn. So. Those clamps have the armor locked in place. Maybe there's a way to power up the mechanism, release the clamps. Schauen wir mal, ja. Ups, so, jetzt erst bei Crate. Ah, unten vorbei. Ja, ich löse es noch so cool. Steht da dran. Ultra Weave Trials. Geiler Scheiß. Den draufhauen. Geile Anlage, aber... Hey, was haben wir da? Just need to install these power cells. That should do it. Noch 3 weitere Power Cells, alles klar. Ja. Soweit, so schön. Wegen der Rüstung. Brauchen wir wohl noch mehr Power Cells. Alles klar? Wenn es so ist, dann können wir eigentlich eh nichts machen, außer die Hauptquest weiterverfolgen. Dann ist er mal wieder da. War das zwar nette, wie soll ich sagen, Detour, aber es war leider noch keine super Proto-Leck mich am Arsch-Rüstung. Wobei ich die schon gern irgendwie gehabt hätte. Oh, da geil, dann rüst mit der Rüstung, marschierst zurück zu deinem Stamm. Ja, ich bin ganz normal Nora. Hab so eine geile Rüstung an, die werden uns einfach awesome den Turm dann niederreißen. Welchen Turm? Ja, baut's dann auf, wir reißen weg. Na, immerhin. Haben wir das einmal geknissen. Mit den Uhrzeiten, ja, es macht ja wohl irgendwie Sinn. Und das verstehe ich, warum die geschrieben haben, du brauchst 5 Power Cells und nicht 2, so wie wir es jetzt gehabt haben für die Türe. Aber gut. So. Dann werden wir weiter sprinten, die Glindhawks einfach quer ignorieren. Und es hat auch noch was gebracht, wir haben ein bisschen mehr live als vorher. Sollte so mitpassen. Bei dem Händler können wir vorher noch die Mods ausschmeißen, die wir nicht brauchen. Warte mal, Resources. Oh ja. Müssen wir mal massiv klumpert verchecken. Paar Rolex-Uhren. So, und Cell wollen wir noch Modifications vertiefen. Fast geneigt dazu, die Dinger zu verkaufen, die man nicht brauchen, die man nicht unbedingt brauchen. Schock kann weg. Die einfachen. Passt. Ich glaube, das sollte passen. Ja. Passt. Jetzt sollten wir mal, er hat fast 400 Shards, haben wir schon auf 5000 Shards. So, und Starnkette aufklauben. Hat mir natürlich voller Freund und jawohl, instant kriegen wir wieder 4-mal Glump ins Inventar gelegt. Warum haben wir das bloß aufgeklaubt? Der Loot-Wut. Einfach nicht hilfreich. So, jetzt laden wir die Straßen, glaube ich, zum 4. Mal auf, hä? Muss ja irgendwann nochmal reichen. So, was haben wir da? Munition haben wir. Mal schnell nach. Ripcaster. Munition haben wir. You'll do. Titan inbound, same play as Akron. Base defense locks it down. We engage, sever the limbs, blast out the fountains. Another day in the life. A battle. Frozen in ice.
take a look around the room. Say it again, Lieutenant. It got through. Titan is through the defenses. Still on approach. Ah, crap. A live one. And he's pissed. We've got no mobility in here. It'll punch right through us. We hold the hedge at all costs. Then push back out. Are you getting this, Silence? Silence? Panisches Geballere. Silence, you getting this? Looks like quite an enduring victory we put our foot in today. Contact in 30 seconds. People die all the time. Hey, think that's enough time I'll for keep going Sobek and to finish find Zero something Dawn? interesting. If this is really it, I gotta say, it's been an honor to serve beside these tanks. Here it comes. Brace for contact! Hier da. Super. Mein Mikro fällt hin und wieder aus. Ach, Schaß. Jeden Derb kriegt deinen Shit geregelt, sonst regel ich deinen Shit. Bleib froh, dass ihr da nur als Pegelanzeige habt. Sonst dreht ihr irgendwann einmal und ihr Herz gar nichts mehr. Und abwärts geht's. Oder mal das Wassergreifer von dem Viech. Eine Tatsache. Ist da unten was Tolles? Schaut fast nicht so aus. Dann laufen wir mal da weiter. Log. First battle of the eastern seaboard wall. Had a long run up to it. This was before Kalmar, and projections were a lot worse for the east. For 3 weeks, we kept getting scrambled out to some coastal burg to train Minutemen. It was always raining on account of Europe already being torched. Block after block of prefab barracks. They were still printing barracks right up until the hour the main force hit. The Minutemen? We ran combat drills with them in the streets where they'd lived, trying to pretend they might live to die somewhere else if they paid attention. Nothing worse than the ones who actually bought into it. Hopeful, pestering us with questions about Zero Dawn like we know something they don't. I swear, the more we do this, the more like the bots we are. Except they learn from every fight. And us? I'm not so sure. Log. Third Battle of California Marine. The swarm came in from the Pacific, and I don't know if it was the local Minutemen or the crazy 15th, but they'd set the garbage patch alight. Man, the sea was on fire. That stuff was... The first wave of bots came in covered in burning sludge. It bought us an hour or two of slaughtering them on the beaches before the swarm recalculated. We pulled them inland, back through the Kalmar sprawl. Dropped buildings on them, EMP'd the grid. Standard operating procedure. The last time I was in California, I was 5, 6? The light was like that vintage social net filter that was everywhere in the 40s. Last Stand, ja. Recalls, I've been instructed to remind you of Article 115 of base policy regarding unauthorized use of processor cycles. Specifically 115C. Any holographic simulation not directly related to operational training or efficiency. Consider yourself reminded and enjoy your gaming.
CPU-Cycles zum Zocken verwenden. Löblich. Das kenne, na? Thanks for the mails, you. Time goes fast on active duty. 4 months with the wreck and recalls. I don't know, 20 drops. In and out of the West Coast, fighting with these civilian enlistees, scrappy guys and gals. Their training is basically, here's a DEW. When you see a bot, hit it. But somehow it's all coming together. Between us and the 6th MRB, we took down a horse at Lithium Beach. Pulled out before its buddies arrived, but to see a big one go down, I hope you made the news, honey. Showed everyone we're gonna have a shot at turning this around. We just need to give Project Zero Dawn the time it needs, and everything will be the way it used to be. Okay. I know it's been days, honey. I'm so sorry. Deployments are getting real long and tougher every time. The swarm's getting better at predicting us. Less of us now, and we have to put in 10 times the work for everyone gone. Like a family business on hard times, only this isn't my family. It's not with you. I still try to see you, the life we had, in the eyes of the people out there. I remember when they were glad to see us, when they still had hope. It all seems to be slipping away. I don't even recognize the places we're defending. The only thing I know I'm still fighting for is you. Zero Dawn to turn this around. Whatever the hell that is. Also die verteidigenden Truppen haben keinen blassen Schimmer, was es ist, und wir wissen es eigentlich auch nicht. Notebook. Okay. Lesen. Weniger lesen, mehr hören. Alle ab. Tief runter in diese Anlage. Warte mal überlegen, sind 150 Jahre genug Zeit, um Stalagmiten und Stalaktiten zu entwickeln? Das ist ein Uhrenrätsel. Ach du Schande, das sind aber viele. Holographic interface. Useful information. Ja, stimmt. Warte, muss runter. Noch einmal. Das muss auf die rechte Seite. Na. Hat gepasst. Sag mal, Spinni oder was? Hätte die eure Schabracke bitte mal die Scheißuhr verwenden. Danke. Regen wir nicht auf, aber. Der Tape daher geht mir auf die Nerven. Box nicht. Nach oben, runter, runter. Und nochmal. Mit A. Wird ein großer Bot gewesen zu sein, der da liegt. Bloß nicht aufwecken, das Ding, ne? Was schreiben sie da? Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Didn't expect to hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? As usual, I defy expectations. Das da. West und South. Schauen wir mal. Ja. Soweit, so gut. Kommt schon. Warte ab. Falsche Seiten.
Ja, das war das Problem. Oh, da muss er mal herkommen. Ist nichts mehr, alles klar. Türe offen. Ist offen. Düt. Tools being used. No voices. No clips. Must be another way. If I find more, I should be able to get to that ancient armor. Ja, ist mit der Pause. Ich finde das cool. Oh boy. Seid wirklich schon da. Große Operation. It's them, all right. They're not looking for answers, just weapons. Slayer. Ich hab die Zeit zum Nachladen von den schweren Pfeiler. Geht mir der auf die Nerven mit seinem MG. The Shadow. Weg. Tripcaster da einklappen. So, jetzt haben wir die Heavy Weapon. Nimm die Waffen um Himmels Willen, du blöde Schachtel. Nimm doch auf die Scheißwaffen. Die Olle ist manchmal echt bescheuert, was das angeht. Und die treffen nichts mit der Waffen. Geiler Scheiß. Der Wappler. Erklärt wieder einiges, ne? Also echt herrlich, ja. Olle macht alles Mögliche, aber sie nimmt bloß nicht das, was du dann willst. Du musst irgendwie so das intuitive richtig nehmen, was ich finde, die ist nicht so zu 100% ausgreift. Aber mein Gott. Schlimmere Sachen, über die man sich aufregen kann. Und dann in der Situation, wenn auf die geschossen wird, denkt man sich halt schon so, das, was wir brauchen und nicht irgendwas, was da gerade so einfällt, was du vielleicht in 10 Jahren mal brauchen könntest. Pilze. Can't be too prepared. So, can't be too prepared. Kennt man die Main? Way forward. Into the Borderlands? Wollen wir weiter, okay. Laying down the borders of the land as we can, yeah. So. Alle hopp. That's so nice. Da geht's entlang, jawohl. Super, dass das nicht so schön markiert ist, dass man das nicht sieht. Und natürlich macht es das an, schwerer zu spielen, aber ich finde, das macht die ganzen Levels so viel natürlicher und schöner. Der Trade-off, den jederzeit wieder. Oh, da war mir fast an Loks vorbei marschiert. Ames, I know I mail you too much. I'm just proud of what you're doing. Everyone back home is. Mariana. We got moved inland 10 kilometers, just as a precaution, they say. School's still in session, so I get to keep my eye on Andres and Reggie. We never know where or when you're fighting, but when the VTOLs go over, all the kids run out and wave. I believe in you. I know nothing's ever gonna be the same, but I believe in you. I believe in us. Nicht wird jemals wieder so sein wie früher. So jung kommen wir nie wieder zusammen.
say they're from you, but they don't sound... They sound recycled. Phrases put together, and you don't say anything about the news I pass on. The containment zone, the rebreathers, the rioting, One Earth. What happened in the Dallas bubble, Ames, that wasn't the robots. They won't even give me a straight answer when I demand to know if you're still alive. They just say if your messages keep coming, then you're still operational. It's not fair, Ames. It's not fair that you won't be with me when the lights go out. I love you. That's so sad. Allerdings. Status report. 9th Mechanized Response Brigade, Commanding Officer Lieutenant Fiona Morrell. Unit morale continues to be adversely impacted by outbound engagements against the Pharaoh Plague, especially when said engagements occur in sectors where civilian guard enlistees have been heavily engaged. The scope and nature of fatalities suffered by civilian guard and unarmed civilians in these sectors defy description. And witnessing it is generating a pervasive sense of hopelessness in the unit. Accordingly, I once again request that deployments of the 9th MRB be temporarily refocused on facilities that are mission critical to Project Zero Dawn. And once again, I request an immediate update on the status of Project Zero Dawn's timeline. Weil keiner weiß, worum es da geht, gell? I know it's been days, honey. I'm so sorry. Deployments are getting real long. We have to put into work for everyone. Like a family business. I still see you in the eyes of the people out there. They were glad to see us. They still had hope. I'm still fighting for you. Thanks for the mails, you. Time goes fast in active duty. 4 months with the wreck and recalls. Fighting with these civilian enlistees. Scrappy guys and gals. That's all coming together. Between us and the 6th MRB, we took down a horse. I hope we made the news, honey. Showed everyone we're turning this around. We just need to give Project Zero Dawn the time it needs. So, und das sind dann die I Believe in You und das war da Raw, oder? Edited and Approved. Ja, wie immer. Naja, gut. Da geht's dann morgen weiter. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Haltet die Ohren steif.